Morgen Leute, es ist heute 6. Oktober, 10 Grad nur, es ist jetzt richtig frisch und ja, ich habe keine Wanderung geplant, ich laufe einfach spontan heute, weil ich möchte noch mal ein paar Aufnahmen machen von der Leonardesmühle, die waren nicht alle gelungen, es war stellenweise zu dunkel da und das werde ich jetzt die Aufnahme machen, da ich habe die Sony dabei und natürlich auch eine Taschenlampe und werde die Aufnahme neu machen. Es wird nicht sehr warm heute, bis zu 15 Grad. Ja, es ist wolkig, keine Sonne. Naja, kein Problem. Zum Wandern ist das Wetter immer gut. Ne? Und da muss ich den Ton im Auge behalten von der Insta360. Dann vorige Woche bei Prinz Bernhard Route. Da waren bis Odilienberg kein Ton unter dem Video, gar nichts. Und später habe ich nochmal einen. Da war auch kein Ton. Also ich werde da ja jetzt mal darauf achten, dass das dieses Mal nicht passiert. Also es wird wahrscheinlich ein kurzes Video. Ich denke nicht, dass ich viele Aufnahmen machen werde. Aber wir werden schon sehen. Und die Komoot wird das schon aufzeichnen. Kilometerzahl weiß ich auch nicht. Ich denke 10, 15. Mehr wird es nicht werden. Aber Komoot wird das alles aufzeichnen. Also Leute, viel Spaß mit diesem Video von Theo. Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Nach 1,2 Kilometer kommen wir auf das Hänge, so wie ich jetzt hier nenne. Ein kleines Dorf bei Echt. Läuft sich gut heute, super. Kann man sich nicht beklagen. Ja, ich glaube, ich hatte mich mit der Kilometerzahl vertan. Wir verlassen jetzt das Hänge und haben jetzt 1,89 Kilometer gelaufen. Also das stimmte, glaube ich, nicht, was ich da gesagt habe. Und wir laufen jetzt nach St. Just. Nach 2,21 Kilometer kommen wir ins St. Just. Und wieder viele Fahrradfahrer heute unterwegs. Das Wetter ist gut, ne? Die Sonne scheint, unglaublich. Also wir gehen einfach weiter. Wir gelangen jetzt im Zentrum von St. Just. Man sieht schon auf dem Hintergrund schon die Kirche. Ne? Beim Denkmaltag haben wir dann nur die Turmspitze gesehen. Heute sehen wir sie komplett. Und hier steht noch ein Kreuz, sehe ich. Das ist auch neu. Stand früher auch nicht. Ach ja, das Kreuz stand früher da auf dem... Da hinten stand das. Das haben die versetzt. Ach ja.
Und da ist die Kirche. Und davor war auch noch eine andere Kirche, die stand daneben. Aber die haben sie abgerissen. Da steht jetzt das neue Gebäude hier. Da kommen die Leute zusammen, ne? Mit Patronat heißt das. Ja Leute, hier vorne gingen wir rechts bei den Denkmaltagwanderungen. Da rein. Heute machen wir das nicht. Wir gehen über den Bahnübergang und gehen links. Und da ist die alte Hauptstraße nach Maasbracht. Ein Stück noch, ich glaube 1 Kilometer ungefähr, liegt da noch. Dann kommt man an die Hauptstraße nach Roermond. Also der Rijksweg, wie man hier nennt. Jetzt überqueren wir den Bahnübergang zu Roermond und zur anderen Seite zu Echt und Sittard. Und gehen dann hier links. Und jetzt laufen wir wieder auf die alte Straße. Oh, die ist schlecht. Wow. Der Belag ist schon hinüber, sehe ich. Und das Tunnelke, was ich damals sagte, kommt auch an dieser Seite aus. Aber ich denke, man kann das nicht mehr sehen von hier aus. Das ist ganz zugewachsen. Nein, ist gar nicht mehr zu sehen. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwo noch etwas sehen kann. Nein, es ist gar nicht mehr zu sehen. Und früher fuhren die Bauern hier mit ihrem Pferd und Wagen nach Maasbracht mit ihrer Zuckerrübe. Dann in Maasbracht lagen die Schiffe und die wurden da geladen. Ich glaube, ich es doch noch sehen kann. Dann hier ist ein, ja, ich glaube hier war das. Ja, hier muss das ungefähr gewesen sein, wo man in den Tunnel konnte gehen. Aber es geht nicht mehr. Ja, und hier fuhren die Bauern dann mit ihren Zuckerrüben, ne, nach Maasbracht. Und dann läuft der bis zur Hauptstraße jetzt noch und dann ist er tot. Und dann geht er an der anderen Seite von A73, gibt es noch ein Stück bis zu A2, das ist auch ungefähr schätzlich 1 Kilometer. Und dann geht er wieder weiter von Maasbracht. An der anderen Seite der A2 geht er wieder weiter, Maasbracht hinein. Schön. Das riecht hier nach Porree. Guck mal, wie gut er aussieht. Und hier ist das Ende der Autostraße. Und gehen wir hinüber und sehen mal auf der A73, wie viel Verkehr da ist. Ja. Und jetzt muss ich darüber auf die A73. Nach 5,3 Kilometer überqueren wir die A73 nach Roermond.
Nach 6 Kilometern kommen wir an Ei von St. Just, so nennen sie das hier. Das Ei von St. Just. Und wir werden die A2 überqueren. Es geht gut voran. Also Sonntag heute, Leute. Wow. Das war mal knapp, ne? Da darf man nicht laufen. Warum, weiß ich nicht. Schöne breite Straße, kann man gut laufen, ne? Der helle Wahnsinn heute. Also nach 6,57 Kilometer kommen wir in Maasbracht. Jawohl, da steht das Brach auf Limburgisch. Das ist Maasbracht. Und dann sind wir auch so bei die Mühle. Nach 7,43 Kilometern bin ich auf meine Bestimmung, die Leonardesmühlen. Also jetzt werde ich versuchen, meine Aufnahmen zu machen. Und dann gehen wir wieder zurück. Avotraktion. Wir fahren alte Avotraktion. Wie geil ist das denn? Oh, al die mooie auto's gevonden die daarvoor. Dankjewel. Al die mooie gevonden. Oud zoekt oud op. Hè? Ja, dat is een goede techniek, hè? Ja, Auto's met persoonlijkheid, zeggen ze. ja, en zich net als met de molens, je kunt het allemaal zien hoe het gaat. Ich habe meine Aufnahme gemacht, alles im Kasten, alles super. Und jetzt Rückzug. Wir gehen wieder zurück nach Hause, aber nicht über die gleiche Straße. Ne? Wir nehmen einen anderen Weg. Und wir werden jetzt auch die alte Hauptstraße nach Maasbracht, nach Maasbracht sehen, nur von der Maasbrachter Seite. Also, ja, wir werden die sehen von Maasbracht nach St. Just. Und die läuft dort gegen die A2. Also laufe ich einfach weiter. Wir haben über 7 Kilometer gelaufen. Also ich war vergessen, Komoot zu pausieren. Also hat er, wie ich durch die Mühlen gelaufen bin, hat er alles aufgezeigt. Das ist schon komisch, ne?
Nach 9,34 Kilometer laufe ich noch über die alte Hauptstraße nach St. Just, aber hier hat sich was geändert. Hier hat sich was geändert, Leute. Ich weiß es nicht. Und wir verlassen Maasbracht wieder. Ach, da ist die. Da ist die alte Straße nach St. Just an der Seite. Also es ist hier komplett, hat das sich hier geändert. Die ist an der Seite. Muss ich mal rausfinden. Aber das hat sich hier einen Haufen geändert hier in Maasbracht. Naja, wir laufen jetzt nach Echt, ne? Da hört man schon die A2 da hinten. Ja, da ist die A2, also da irgendwo muss die alte Hauptstraße sein, aber es hat sich hier einen Haufen geändert hier. Das ist alles. Das Straßennetz hat sich hier die letzten Jahre komplett verändert. Ja Leute, wir haben heute 10 Kilometer auf die Uhr. Und die Hauptstraße in Maasbracht nach St. Just ist mir nicht gelungen. Weil ich muss das nochmal nachforschen, weil das ist schon so lange her. Ich habe in Maasbracht gewohnt, das war 84, 85 bis 86 und 86 sind wir weggezogen aus Maasbracht. Also ich bin da auch überfordert. Da hat sich so viel geändert, das Straßennetz hat sich geändert, sind Wohnsiedlungen, neue Wohnsiedlungen und so weiter und so fort. Also ich muss mich da mal nachschauen, denn ich weiß es auch nicht. Aber ich werde das noch herausfinden. Jetzt gehen wir nach Berkelach erst, bekommen wir in Berkelach und dann gehen wir nach Echt nach Hause. Also ich denke, wir werden die 15 Kilometer schon voll bekommen heute. Das wird kein Problem sein. Die Ernte wird eingefahren, ne? Der Mais wird eingefahren. Da ist die A2. Man hört das Getöse schon von der A2. Die neue Brücke, A2, A73. Unten die A2, oben die A73. Also jetzt wieder zurück, das ganze Stück. Bis die Gabelung muss ich wieder zurücklaufen. Weil wenn ich hier weiterlaufe, komme ich wieder beim Ei von St. Just, da brauche ich nicht. Aber ich wollte mal die A2, A73 filmen. Und diese Straße gab es vor 30 Jahren auch nicht. Also das ist alles Neuland.
Weil diese Straße hat man gemacht, dass man die A73 gemacht hat. Da hat sich eine Menge geändert in die Jahre. Nach 12,2 Kilometer haben wir an die rechte Hand das Dorf Berkelaar liegen. Das liegt da hinten, da kommen wir nicht vorbei. Man kann es kaum sehen, aber da sind etwas Gehöften, sieht man da. Und wir gehen nach rechts Richtung Echt. Da sieht man das Industriegelände von Echt. Und wir überqueren die A2. Und hier kann man ein Auto nicht durch. Dann hat man sein Auto kaputt. Das ist nur für Trecker. Und wir müssen hier den Berg hoch. Und an der anderen Seite wieder runter. Und schau dich mal den Verkehr an auf den A2. Wahnsinn! Am Sonntag. Hier sieht man die A73 hier unten. Dahinter ist die Brücke, wo wir waren. Wir werden das besser sehen da oben. Also hier ist A73, die geht auf die A2 über. Da hinten sieht man die Brücke. Da geht man in Abzweigung nach Nimwegen, Venlo und Roermond. Und wenn man hier geradeaus fährt, kommt man in Amsterdam-Eindhoven. Wo gehen die alle hin? A2 geradeaus, A73 nach rechts. Das ist die Abzweigung. Nach 12,5 Kilometer kommen wir in Echt. Echt auf Limburgisch. Und das ist das Industriegelände von Echt. Und auch das alles ist hier alles neu. Das gab es auch alles vor 30 Jahren nicht. Wow, wow, wow. Was die Welt sich ändert. Hier vorne komme ich an ein Gebäude, links. Da habe ich früher mal gearbeitet. Das war noch bevor die Smartphones. Und ich habe hier Mobiltelefone repariert. Und dann kamen die Smartphones, ne? Und Motorola, Maxon, Ericsson, die machen alle ja keine Smartphones. Und da ging die Firma wegen mangelnder Aufträge den Bacher runter. Und das war dann das Ende der Veranstaltung, ne? Also ich kann mich das noch gut erinnern, dass ich hier arbeitete. Aber schon lange her. Das war irgendwo in den 90er. Tja.
Leute, nach 15,8 Kilometern mache ich die Abmoderation. Ich bin beinahe zu Hause. Also 15,8 Kilometer sind das bis jetzt. Also eine 15 Kilometer Wanderung, spontan. Hab davon genossen. Sind wir ein bisschen zurückgegangen in Zeit, ne? Auch schön. Naja, ich sehe ja nur noch ein paar Jährchen, bin ich auch 60. Fühle ich mich auch so alt? Nein. Vor meiner Wanderung in Belgien schon. Nach meiner Wanderung in Belgien? Nein. Ich fühle mich seit der Wanderung in Belgien eher um die 40. Und da hat sich auch mächtig was geändert. Also Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. So gut wie es mich gefallen hat. Es war ein spontanes Video. Nichts geplant. Einfach drauf losgelaufen. Habe eine Aufnahme gemacht bei der Mühle. Da kann ich das Video fertigstellen. Das wird das nächste Video sein, das ich rausbringe. Also, schreibe in die Kommentare, was ihr von dem Video fand. Abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr Theo. Ciao, ciao.